Kannst du verstehen, was hier passiert ist? Sieh dir das Video bis zum Ende an und finde es heraus. Möchtest du mit dieser Geschichte auch aktiv Deutsch üben? Ein kostenloses PDF mit Übungen findest du im Kommentar. Viel Spaß! Es ist Freitag. Sam reist heute nach Paris. Er fährt mit dem Zug von Innsbruck nach Paris. Die Fahrt dauert ungefähr 10 Stunden. Sam sitzt lange im Zug. Er hört Musik, schaut aus dem Fenster und schläft ein bisschen. Um 21 Uhr kommt er endlich in Paris an. Es ist schon dunkel und Sam ist müde. Er möchte schnell zu seinem Hotel. Vor dem Bahnhof ruft er ein Taxi. Guten Abend, ich möchte zu diesem Hotel, bitte. Der Taxifahrer schaut auf die Adresse. Kein Problem, steig ein. Sam steigt ein und das Taxi fährt los. Nach ein paar Minuten sieht Sam etwas Komisches. Im Taxi gibt es kein Taxameter. Sam denkt, das ist aber komisch. Aber er sagt nichts. Nach ungefähr 20 Minuten kommen sie am Hotel an. Sam nimmt seinen Rucksack. Wie viel kostet die Fahrt? Fragt er. Der Taxifahrer antwortet, 63 Euro. Was? 63 Euro? Sagt Sam. Das kostet eigentlich nur 25 Euro. Aber der Taxifahrer antwortet, 63 Euro. Das ist mein Fixpreis. Sam ist richtig sauer. Aber er ist müde und möchte keinen Streit. Er bezahlt die 63 Euro und geht ins Hotel. So ein Taxi nehme ich nie wieder, denkt er. Am nächsten Morgen steht Sam früh auf. Heute möchte er endlich Paris sehen. Er frühstückt und fährt in die Stadt. Um 12:30 ist er beim Eiffelturm. Sam schaut nach oben. Wow, der ist wirklich riesig. Der Eiffelturm ist ungefähr 330 Meter hoch. Er wurde für die Weltausstellung im Jahr 1889 gebaut. Heute ist er das bekannteste Wahrzeichen von Paris. Jedes Jahr besuchen Millionen Menschen den Eiffelturm. Sam macht viele Fotos. Am Abend möchte Sam noch die berühmte Kathedrale Notre Dame besuchen. Um 7:45 kommt er dort an. Von außen ist die Kirche schon beeindruckend. Aber als Sam hineingeht, kann er es kaum glauben. Wow, es ist wunderschön. Sam schaut sich um. Die Kathedrale Notre Dame ist mehr als 800 Jahre alt. Der Bau begann im Jahr 1163. Die Notre Dame steht mitten in Paris. Besonders bekannt sind ihre großen Türme und die bunten Fenster. Sam bleibt eine Weile in der Kirche. Dann geht er zurück zu seinem Hotel. Was für ein Tag! Am Sonntag hat Sam wieder viel vor. Heute möchte er den Louvre besuchen. Der Louvre ist ein berühmtes Museum. Früher war das Gebäude ein Königspalast.
Heute kann man dort sehr viele Kunstwerke sehen, denkt Sam. Aber als er beim Museum ankommt, sieht er ein Problem. Vor dem Louvre stehen sehr, sehr viele Menschen. Oh nein! Sam stellt sich in die Schlange. Es ist 1:30. Er wartet und wartet und wartet. Um 3:30 darf er endlich hinein. 2 Stunden, denkt Sam. Aber drinnen wird es nicht besser. Das Museum ist sehr voll. Überall stehen Menschen. Sam möchte die Gemälde sehen, aber das ist fast unmöglich. Die Leute stehen vor den Bildern, machen Fotos und drängen nach vorne. Ein Mann schubst Sam aus Versehen. Entschuldigung. Sam versucht noch einmal, etwas zu sehen. Keine Chance. So macht das keinen Spaß, sagt er. Er holt seine Sachen und geht. Die Mona Lisa hat er nicht gesehen. Am Montag scheint die Sonne. Sam hat noch etwas Zeit, bevor sein Zug nach Innsbruck fährt. Er möchte seinen letzten Vormittag in Paris genießen. Er geht durch die Straßen, schaut sich die Häuser an und macht noch ein paar Fotos. Dann sieht er ein kleines Café. Ich möchte jetzt einen Kaffee trinken, denkt er. Sam setzt sich an einen Tisch. Er bestellt ein Croissant und einen Kaffee. Das Croissant ist warm und schmeckt sehr gut. Sam trinkt seinen Kaffee und genießt die Sonne. Paris ist wirklich schön, denkt er. Plötzlich schaut Sam auf die Uhr. Seine Augen werden groß. 12:10 Uhr. Oh nein, mein Zug! Der Zug nach Innsbruck fährt um 12:40 Uhr ab. Sam hat nur noch 30 Minuten. Er trinkt schnell seinen Kaffee und isst das Croissant. Dann nimmt er seine Sachen und läuft los. Vor dem Café sieht er ein Taxi. Daneben steht ein E-Roller. Sam schaut das Taxi an. Dann denkt er an die 63 Euro vom Freitag. Nein, ich nehme jetzt sicher kein Taxi. Er nimmt den E-Roller. Sam fährt so schnell wie möglich zum Bahnhof. Noch 10 Minuten. Noch 5 Minuten. Sam sieht endlich den Bahnhof. Er schaut wieder auf die Uhr. 12:39 Uhr. Nur noch eine Minute. Sam läuft zum Zug. Die Türen sind noch offen. Er springt hinein. Kurz danach schließen sich die Türen. Der Zug fährt los. Sam setzt sich auf seinen Platz und atmet tief durch. Das war knapp. Sam lächelt. Die Reise war manchmal stressig. Das Taxi war viel zu teuer. Im Louvre waren viel zu viele Menschen. Und fast hätte er seinen Zug verpasst. Aber trotzdem denkt Sam, Paris, ich komme wieder. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und abonniere den Kanal, damit du keine neue Hörgeschichte mit Sam verpasst.
Und jetzt bist du dran. Schreib in die Kommentare, wohin Sam als nächstes reisen soll. Vielen Dank.